Hallo, ich bin der Ole. Ich arbeite im Kundendienst der Firma Ropa in Sittelsdorf und ich zeige euch heute die Bedienung der Ropa Maus 5. In der Dachkonsole befinden sich folgende Funktionen. Das Mikrofon für die Außensprechanlage, das Radio mit Bluetooth-Funktion und integrierter Freisprechanrichtung, der Schalter für den linken Spiegel ein- oder auszuklappen, der Schalter für die Rundumkennleuchte, die Kontrollleuchte Fernlicht, die Kontrollleuchte Blinker, der Schalter für Standlicht und Fahrlicht, der Schalter für die Warnblinkanlage, der Schalter für die Spiegelheizung und der 4-Wege-Schalter für den linken und rechten Rückspiegel zu verstellen. Im Kabinendach befindet sich auch ein Sonnenrollo, welches man ausziehen und einziehen kann. Der Schalter für den rechten Spiegel ein- oder auszuklappen. Eine Einbaumöglichkeit für ein Funkgerät, 2 12-Volt-Steckdosen, die Bedienung und Zeitschaltuhr für die Standheizung, der Schalter für die Kabineninnenbeleuchtung ein- und auszuschalten und der Batterietrennschalter, sowie ein Ablagefach für Papiere und Unterlagen. Auf dem Kamerabildschirm können folgende Kameraperspektiven abgerufen werden. Auf der linken Seite der Fahrerkabine befinden sich folgende Bedienelemente am Boden. Links befindet sich der Fußschalter, der zum Öffnen der Reinigungsklappe dient. Der Fußschalter in der Mitte ist eine Absicherung für die Blickrichtung nach vorne. Dieser wird benötigt zum automatischen Ein- und Ausklappen des vorderen Maschinenteils. Des Weiteren dient er zur Aufnahme der Restrüben. Lässt man den Fußschalter los, stoppen alle Walzen der Aufnahme, eine sogenannte Totmannschaltung. Der rechte Fußschalter dient zum Fahrtrichtungswechsel der Maschine. Wird der Fußschalter in Verbindung mit dem Fahrpedal gedrückt, ändert die Maschine ihre Fahrtrichtung und fährt rückwärts. Durch Loslassen des Fußschalters wird die Rückwärtsfahrt gestoppt. Auf der rechten Seite der Fahrerkabine befinden sich folgende Bedienelemente am Boden. Das linke Pedal betätigt die Betriebsbremse der Maschine. Wird das Pedal mit dem Fuß durchgedrückt, wird per Druckluft die Bremsung der Maschine eingeleitet. Das rechte Pedal regelt die Fahrgeschwindigkeit der Maschine. Drückt man das Pedal durch, wird die Maschine beschleunigt. Lässt man das Pedal los, wird die Maschine mittels des hydrostatischen Fahrantriebs und der Motorbremse abgebremst. Auf der rechten Seite haben wir unser Farbterminal AirTouch, unser Bedienfeld AirSelect, unser Bedienfeld AirDirect, unser Tastenfeld 1, unser Tastenfeld 2, unsere Bedienkonsole, Schalter, den rechten Bedienungsjoystick mit Multifunktionsgriff und unseren Lenkungshauptschalter. Das ist unser Farbterminal AirTouch, welches sich in folgende Bereiche aufteilt. Anzeigebereich für Warnanzeige und Hinweise. Der Anzeigebereich der Rübenstrecke. Der Anzeigebereich für die Warngrenzen. Der Anzeigebereich für die Fahrgeschwindigkeit und Drehzahl des Dieselmotors. Die Anzeige für die Schnellübersicht der Ladeparameter.
Die Anzeige für das Bedienelement R-Select, das Anzeigefeld für den momentanen Kraftstoffverbrauch und der Karenzzeit, die Anzeigefelder für die Zustandsanzeigen, die Anzeigen und das Bedienelement für den Funktionsbereich R-Direct und unsere beiden individuellen Anzeigebereiche. Im Anzeigebereich der Rübenstrecke befindet sich hier der Entlastungsdruck links, der Entlastungsdruck in der Mitte und der Entlastungsdruck rechts. Die Höhe der Aufnahme in Prozent, der Bargraph, der die Stellung des Handpottys anzeigt. Die Anzeige für den Status des Fahrantriebs während dem Verladen. Die Anzeige für die Position des Schwenkarm drehen. Die Anzeige für die Position Überlader drehen. Den Zustand der Verriegelung Schwenkarm und den Zustand der Verriegelung Gegengewichtsarm. Im Anzeigebereich für die Warngrenzen werden folgende Belastungen dargestellt: Belastung Aufnehmerwalzen, Belastung Förderwalzen, Belastung Vierfach-Zwickwalzen, Belastung Nachreiniger. Schnellübersicht Ladeparameter. Hier sieht man die eingestellten Drehzahlen von Aufnehmerwalzen, Förderwalzen, Vierfach-Zwickwalzen, dem Bauchgurt, der Nachreinigung und dem Überladergurt. Durch Draufdrücken auf ein beliebiges Symbol kann ich mir verschiedene Symbole in meine Schnellübersicht hineinziehen und kann das auch gegebenenfalls einfach tauschen. Durch das Antippen eines Symboles kann ich meine Drehzahl im Bereich hier je nach Situation verstellen. In meinem individuellen Anzeigebereich kann ich einmal die Lenkungsart sehen, hier, und wie stark die Hinterachse oder Vorderachse eingelenkt ist. Im Anzeigebereich der Betriebsparameter kann ich folgende Informationen ablesen: Spannung Bordnetz, Temperatur Hydrauliköl, Füllstand Hydrauliköl, Füllstand Motoröl, Temperatur Kühlwasser, Vorratsdruck der Druckluftanlage, Druck des Fahrantriebs, entweder vorwärts oder rückwärts, Füllstand Kraftstoff und Füllstand AdBlue. Des Weiteren kann ich durch einfaches Wischen oder durch Drücken dieses Symbols die Anzeigen wechseln. Das Terminal und das Menü haben ebenfalls einen Schnellauswahlbereich, den ich öffnen oder schließen kann. Durch einfaches Wischen nach unten ist das Menü geöffnet und durch einfaches Draufdrücken wird es wieder geschlossen. In diesem Bereich befinden sich folgende Funktionen: Lademodus Anfang, Lademodus während dem Laden, Lademodus Ende, Tag-Nacht-Modus des Displays, Fahrantriebsautomatik ein- und ausschalten, den Tastenton aktivieren oder deaktivieren, WLAN ein- und ausschalten, der Putzmodus für den Touchscreen, Expertenmodus ein- und ausschalten und das Aufrufen der Bedienungsanleitung der Maschine. Das Bedienfeld R-Select, welches blau gekennzeichnet ist, ermöglicht es dem Fahrer, etwa 15 verschiedene Einstellungen der Maschine vorzunehmen. Durch das Drehrad im Bedienfeld R-Select oder durch Wischen
Auf dem AirTouch können verschiedene Funktionen ausgewählt werden. Durch die Taste Plus können Drehzahlen, Drücke oder Funktionen beschleunigt oder erhöht werden. Durch die Taste Minus können Drehzahlen, Drücke oder Funktionen vermindert oder verlangsamt werden. Mit dem Bedienfeld AirDirect, welches gelb gekennzeichnet ist, wird es dem Fahrer ermöglicht, verschiedene Einstellungen der Maschine vorzunehmen. Mit dem Drehrad, hier zu sehen, kann man verschiedene Menüs aufrufen, unter anderem das Hauptmenü. Dieses lässt sich ebenfalls über den AirTouch aufrufen. Im Hauptmenü kann man mit dem Drehrad durchdrehen und draufdrücken oder über den AirTouch verschiedene Untermenüs aufrufen. Mit der Zurücktaste kann ich die Untermenüs Schritt für Schritt verlassen. Mit der Home-Taste gelange ich direkt zurück zum Startbildschirm. Mit der C-Taste kann ich eingegebene Informationen löschen. Mit der Optionstaste kann ich das Schnellwahlfenster öffnen. Hier befindet sich unser Tastenfeld 1, welches mit folgenden Funktionen belegt ist. Auf dieser Taste wird die Betriebsart festgelegt, entweder Schildkröte oder Hase, und dient jeweils zum Ein- und Ausklappen der Maschine oder für die Straßenfahrt. Hier wird Gang 1 oder Gang 2 festgelegt. Im ersten Gang wird der Allrad automatisch eingeschaltet. Im zweiten Gang wird der Allrad automatisch abgeschaltet. Hier befindet sich die Differentialsperre der Vorderachse. Leuchtet die LED, ist die Differentialsperre für die Vorderachse aktiv. Das ist die Differentialsperre für die Hinterachse. Leuchtet die LED, ist die Differentialsperre für die Hinterachse aktiviert. Die Differentialsperre für die Hinterachse funktioniert allerdings nur in Kombination mit der Differentialsperre der Vorderachse. Ist die Differentialsperre der Vorderachse aktiviert, kann ich auch die Differentialsperre für die Hinterachse aktivieren. Diese Taste ist derzeit nicht belegt. Hier befindet sich die Taste für die Pendelachsabstützung. Leuchtet die LED, ist die Pendelachsabstützung aktiviert. Pendelachse links. Solange man diese Taste drückt, erhöht man die Belastung auf das linke Hinterrad. Pendelachse rechts. Solange man diese Taste drückt, erhöht man die Belastung auf das rechte Hinterrad. Hier haben wir unser Bedienfeld 2, welches mit folgenden Funktionen belegt ist. Motor Stopp. Diese Taste dient zum Abstellen des Dieselmotors. Start-Taste. Diese Taste dient dazu, den Dieselmotor zu starten. Diese Taste ist für die Klimaanlage ein- oder auszuschalten. Wird diese Taste gedrückt,
ist die Klimaanlage deaktiviert. Drückt man die Taste und hält sie, ist der Defroster-Modus aktiv. Diese Taste ist für die Arbeitsbeleuchtung ein- und auszuschalten. Drückt man diese Taste länger, erscheint im Terminal ein Lichtsteuerungsmenü. Mit dieser Taste werden die Zusatzachsen angehoben oder abgesenkt. Leuchtet die LED, sind die Zusatzachsen abgesenkt. Mit dieser Taste schaltet man die Seiten- und Heckscheibenwischer ein und aus. Bei längerem Drücken öffnet sich im Terminal ein Menü für den Seiten- und Heckscheibenwischer. Das ist die Service-Taste. Diese wird zum Beispiel zur Aktivierung der Klappautomatik benötigt. Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten der Wassersprühanlage, sofern diese vorhanden ist. Hält man die Taste länger gedrückt, öffnet sich im Terminal das Menü für die Wassersprühanlage. In der Armlehne sitzt der Notausschalter. Wird dieser gedrückt, schaltet sich der Maschinenantrieb ab, allerdings nicht der Dieselmotor und der Fahrantrieb. Entriegelt wird dieser durch leichtes Drehen nach rechts. In Betriebsart Schildkröte wird die Hinterachse mit diesem Schalter nach links oder nach rechts gelenkt. Das ist der Lenkungshauptschalter. Dieser ist bei Befahren von öffentlichen Straßen und Wegen verriegelt. Beim Durchfahren enger Kurven unter 12 km/h darf dieser entriegelt werden. Ist der Schalter nach rechts gekippt, ist er entriegelt. Die Lenkung der Hinterachse ist möglich. Ist der Schalter nach links gekippt, ist die Hinterachslenkung verriegelt. Die Lenkung der Hinterachse ist gesperrt. Dieser Schalter ist für das Räumschild links. Drückt man den Schalter nach vorne, wird das Räumschild links ausgeklappt. Drückt man den Schalter nach hinten, das Räumschild links wird eingeklappt. Dieser Schalter ist für das Räumschild rechts. Drückt man den Schalter nach vorne, Räumschild rechts wird ausgeklappt. Drückt man den Schalter nach hinten, Räumschild rechts wird eingeklappt. Dies ist der Schalter für die Hand- bzw. Parkbremse. Drückt man den Schalter nach links, Handbremse ist aktiviert. Drückt man den Schalter nach rechts, Handbremse ist gelöst. Dieser Schalter ist für die Eilgangsschaltung des Überlader- oder Bauchgurtes. Wird der Schalter nach links gedrückt, ist der Eilgang-Bauchgurt aktiv. Wird der Schalter nach rechts gedrückt, ist der Eilgang-Überladergurt aktiv.
Das hier ist der Analogrocker. Drückt man gleichzeitig die Service-Taste, kann man die Maschine aus- oder einklappen. Die richtige Position der Blickrichtung ist ebenso wichtig für das Ein- und Ausklappen der Maschine. Hier haben wir unseren Joystick mit Multifunktionsgriff, welcher mit folgenden Funktionen belegt ist. In Betriebsart Hase wird der Tempomat durch nach vorne drücken aktiviert und durch Zurückziehen deaktiviert. Des Weiteren kann in Betriebsart Hase mit dem Joystick die Hinterachse gelenkt werden. Joystick nach links, Hinterachse lenkt nach links. Joystick nach rechts, Hinterachse lenkt nach rechts. Auf dem Joystick befindet sich auch ein Mini-Joystick. Dieser dient zum Heben und Senken der Aufnahme sowie zur Steuerung des Gegengewichts. Mini-Joystick nach vorne, Aufnahme wird abgesenkt. Mini-Joystick nach hinten, Aufnahme wird angehoben. Mini-Joystick nach links, Gegengewicht schwenkt nach rechts. Mini-Joystick nach rechts, Gegengewichtsarm schwenkt nach links. Taste 2 dient zur Aktivierung des Fahrantrieb vorwärts. Taste 2 drücken, Fahrantrieb vorwärts ist aktiviert. Taste 2 drücken, Fahrantrieb vorwärts ist deaktiviert. Taste 3 dient zur Aktivierung des Fahrantrieb rückwärts. Solange man Taste 3 gedrückt hält, fährt die Maschine zurück. Ebenfalls kann mit Taste 3 der Fahrantrieb vorwärts deaktiviert werden. Taste 2 und Taste 3 haben nur diese Funktion in der Betriebsart Schildkröte. Kreuztaste 4. Mit diesem können die Stützfüße abgesenkt oder angehoben werden. Vorne links, Stützfuß links wird angehoben. Vorne rechts, Stützfuß rechts wird angehoben. Die Aufnehmerwalzen arbeiten tiefer im Boden. Hinten links, Stützfuß links wird abgesenkt. Hinten rechts, Stützfuß rechts wird abgesenkt. Die Aufnahmewalzen arbeiten flacher im Boden. Kreuztaste 5.
Mit diesem werden die Aufnahmeseitenteile aus- bzw. eingeklappt. Vorne links. Aufnahmeseitenteil links wird ausgeklappt. Vorne rechts. Aufnahmeseitenteil rechts wird ausgeklappt. Hinten links. Aufnahmeseitenteil links wird eingeklappt. Hinten rechts. Aufnahmeseitenteil rechts wird eingeklappt. Mit Kreuztaste 5 verändert man zusätzlich den Entlastungsdruck der Aufnahmeseitenteile während dem Ladebetrieb. Taste 6 dient zum Ein- und Ausschalten des Maschinenbetriebs. Taste 6 drücken. Maschinenantrieb wird eingeschaltet. Nochmals Taste 6 drücken. Maschinenantrieb wird ausgeschaltet. Taste 6 drücken und festhalten dient zum Nachladen. Sobald die Blickrichtung richtig steht, kann die Maschine eingeschaltet werden. Sobald die Maschine eingeschaltet ist, kann man den Sitz wieder drehen und Richtung Überlader blicken. Sobald der Maschinenbetrieb läuft, kann man diesen in derselben Position ausschalten und hat 30 Sekunden Zeit, die Maschine erneut zu starten, ohne die Blickrichtung nach vorne einnehmen zu müssen. Taste 7 dient zum Ein- und Ausschalten der Aufnehmerwalzen und Förderwalzen. Taste kurz drücken. Aufnehmer- und Förderwalzen sind eingeschaltet. Nochmals drücken, sind diese ausgeschaltet. Wenn man die Taste gedrückt und festhält, werden die Aufnehmer- und Förderwalzen reversiert. Taste 8 dient zum Ein- und Ausschalten der Vierfach-Zwickwalzen. Taste kurz drücken. Vierfach-Zwickwalzen sind eingeschaltet. Taste nochmal drücken. Vierfach-Zwickwalzen sind ausgeschaltet. Taste drücken und festhalten. Vierfach-Zwickwalzen werden reversiert. Mit Taste 9 wird die Nachreinigung ein- oder ausgeschaltet. Taste 9 drücken. Nachreinigung wird eingeschaltet. Taste 9 nochmals drücken. Nachreinigung wird ausgeschaltet. Taste 9 drücken und festhalten. Nachreiniger reversiert. Allerdings nicht bei Version Siebkette.
Taste 10 dient zum Ein- und Ausschalten des Bauchgurtes. Taste 10 drücken. Bauchgurt wird eingeschaltet. Taste 10 nochmals drücken. Bauchgurt wird ausgeschaltet. In Betriebsart Schildkröte kann mit dem Handpotty die Vorfahrgeschwindigkeit während des Ladebetriebs erhöht oder reduziert werden. Das hier ist der Multitaster. Hält man diesen gedrückt, kann man mit Kreuztaste 4 alle Stützfüße gleichzeitig heben oder senken. Oder mit Kreuztaste 5 alle Aufnahmeseitenteile gleichzeitig ein- oder ausklappen. Dies funktioniert allerdings nur in Betriebsart Schildkröte. In Betriebsart Schildkröte kann mit dem Joystick nach vorne oder zurück der Schwenkarm gedreht werden. Joystick nach links. Überlader dreht sich nach links. Joystick nach rechts. Überlader dreht sich nach rechts. Drückt man gleichzeitig den Multitaster und drückt den Joystick nach vorne, wird der Überlader gesenkt. Zieht man den Joystick zurück, wird der Überlader angehoben. Drückt man gleichzeitig den Multitaster und bewegt den Joystick nach links, der Überlader-Knickteil wird abgeklappt. Bewegt man den Joystick nach rechts, Überlader-Knickteil wird hochgeklappt. In Betriebsart Hase kann mit dem Handpotty bei manueller Drehzahlregelung die Motordrehzahl verstellt werden. In Betriebsart Hase dient der Multitaster dafür, die Hinterachse in Mittelstellung zu bringen. In Betriebsart Hase kann mit diesen beiden Tasten die Allradlenkung aktiviert werden. Auf der linken Seite befindet sich die linke Joystick-Konsole. Diese kann man hoch oder runterklappen. Sobald man die linke Joystick-Konsole hochklappt, werden Maschine und Fahrantrieb automatisch gestoppt. Der linke Joystick dient zum Bedienen des Mietenabräumers. Joystick nach vorne, Mietenabräumer wird abgesenkt. Joystick nach hinten, Mietenabräumer wird angehoben. Joystick nach links, Mietenabräumer wird komplett nach links geschwenkt. Joystick nach rechts,
Mietenabräumer wird komplett nach rechts geschwenkt. Der linke Joystick hat ebenfalls einen Mini-Joystick. Mini-Joystick nach vorne, Mietenabräumer-Teleskop ausfahren. Mini-Joystick nach hinten, Mietenabräumer-Teleskop einfahren. Mini-Joystick nach links, Restrübenaufnehmer nach links drehen. Mini-Joystick nach rechts, Restrübenaufnehmer nach rechts drehen. Mit diesen beiden Tasten kann der Restrübenaufnehmer ebenfalls nach rechts oder nach links gesteuert werden. Kreuztaste nach vorne, Dieselmotordrehzahl wird erhöht. Kreuztaste nach hinten, Dieselmotordrehzahl wird reduziert. Kreuztaste nach links, Laderichtung nach links ist aktiviert. Kreuztaste nach rechts, Laderichtung nach rechts ist aktiviert. Die Klappautomatik richtet sich nach der vorgewählten Laderichtung. Mit dieser Taste wird die Sitzbremse gelöst oder festgestellt. In Betriebsart Hase, Kreuztaste nach links, Dieselmotor mit manueller Drehzahlregelung. Kreuztaste nach rechts, Dieselmotor mit automotiver Drehzahlregelung. So, das war ein kurzer Überblick über die Bedienung der Europa Maus 5 und ich wünsche euch hiermit einen guten Start in die Kampagne.